Wählen Verbrecher diesmal einen Dodge Charger zur Flucht. Doch können sie der Polizei entkommen? Alles gleich vor ihnen. Trooper Vrooman von der Missouri State Police wollte auf dem US Highway 67 einen weißen Dodge Challenger anhalten, der auf der linken Spur langsam fuhr. Der Fahrer Dontarius Gordon beschleunigte jedoch und begann zu fliehen, wobei das Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit eine Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde erreichte. Wenn du echte Polizeiberichte und adrenalingeladene Verfolgungsjagden liebst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. 2 neue Videos erwarten dich jede Woche. Gordon benutzte die rechten Fahrspuren und Seitenstreifen und führte wiederholt gefährliche Überholmanöver durch. Der Trooper rammte das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 126 Meilen pro Stunde und brachte es so zum Anhalten. Gordon stieg aus dem Fahrzeug aus und ignorierte die Aufforderungen der Polizei, stehen zu bleiben, und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd stürzte Gordon und wurde festgenommen, als er erneut fliehen wollte. Gordon rang mit der Polizei auf einer Wiese und wurde mit Schlägen außer Gefecht gesetzt. Infolge des Vorfalls wurde gegen Gordon wegen Flucht, Widerstand und Verkehrsdelikten ermittelt und ein Gerichtstermin angesetzt. Der Dodge Charger ohne Kennzeichen, bekannt unter dem Spitznamen der unbesiegbare schwarze Charger, treibt wie ein Geist durch den Bundesstaat Arkansas. Das Fahrzeug, das bereits mehrfach von der Polizei verfolgt wurde, geriet zuletzt erneut ins Visier der Behörden, weil es verdächtigt wurde, einen Bewährungshelfer verfolgt zu haben. Nachdem die Polizei ihre Blaulichter eingeschaltet hatte, gab der Fahrer Gas und versuchte sich durch die an der roten Ampel wartenden Fahrzeuge zu drängen. Als ein Fahrer zur Seite fuhr und ihm den Weg frei machte, raste der Täter sofort davon.
Depot. 10-4, sir. 54, I'm with him. 10-4. Charles 21, we're still rolling through the parking lot. 10-4, 163. 10-4. Charles 21, he just wrecked somebody in McCain and Smoky. We're headed west on McCain right now. Charles 54, we're still westbound on McCain, just past through Spring Hill. Speeds about 40. Heavy traffic. Charles 21, he just called another wreck. Der Fahrer schlängelte sich im Zickzack an den an der Ampel wartenden Fahrzeugen vorbei. In einer scharfen Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte. Die Polizisten nutzten diese Gelegenheit und schoben das Fahrzeug einen Abhang hinunter. Nach einer langen Verfolgungsjagd ließ der Fahrer das Fahrzeug am Rand eines Feldes stehen und versuchte zu Fuß zu fliehen. Trooper Robinson konnte den Fahrer nach einem kurzen Lauf zu Boden bringen und außer Gefecht setzen. Es stellte sich heraus, dass der Festgenommene vorbestraft war und sich auf Bewährung befand. Der legendäre, unbesiegbare Charger wurde endlich gefasst. Auf der Interstate 75 nahe Atlanta kam es zu einer spannenden Verfolgungsjagd. Die Polizei von Henry County verfolgte einen orangefarbenen Dodge Challenger, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Trotz dichtem Verkehr fuhr das Fahrzeug auf dem linken Seitenstreifen und gefährdete das Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Polizist Williams von der Georgia State Police, der sich in der Nähe befand, positionierte sich auf der Auffahrt zur Interstate 75, um einen Hinterhalt zu eröffnen und das Fahrzeug abzufangen. Bei Kilometer 229 meldete Williams, der nun die Hauptverfolgungseinheit bildete, dass das Fahrzeug wiederholt die Spur wechselte und sich zwischen den Verkehrsteilnehmern hindurchschlängelte.
Bei Kilometer 235, als der Fahrer nach dem Entdecken von Motorrädern langsamer wurde, traf Polizist Williams eine spontane Entscheidung und führte ein PIT-Manöver durch. Dieses taktische Manöver führte dazu, dass sich das Fahrzeug um 180 Grad drehte und unkontrolliert zum Stehen kam. Doch damit war der Vorfall noch nicht beendet. Der Fahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß entlang der Interstate 75. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde er von Lieutenant Carey und Deputy Davis vom Clayton County Sheriff's Office festgenommen. Eine filmreife Verfolgungsjagd ereignete sich in den Abendstunden in der Innenstadt von North Little Rock. Gegen 20:08 Uhr fuhr ein Polizist auf dem Highway 161, als ihm ein schwarzer Dodge Charger auffiel, der ein Stoppschild missachtete und in den Fairfax Drive einbog. One unit just stay at the entrance. He can't get back out. It's just one unit just get up the entrance. He can't go anywhere. Die Verfolgung begann, als der Verdächtige in die Drive-In-Spur eines Popeyes-Restaurants einbog. Als der Fahrer jedoch Polizeifahrzeuge entdeckte, beschloss er zu fliehen. Das Fahrzeug fuhr auf den Parkplatz des Hilton Garden Inn, umrundete das gesamte Gebäude und reihte sich wieder in den Verkehr auf der E. McCain ein. An diesem Punkt übernahm Officer Hooper, bewaffnet mit einem Greifhaken, die Verfolgung. Der Fahrer verließ die Smoky Lane und fuhr auf die Landers Road, dann auf die Warden Road und auf die Interstate 75. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde fuhr das Fahrzeug Richtung Westen auf den Interstates 40 und 30. Dave Work check me. I'm gonna try it again. I just threw some out of the window. They turned the stuff on. Der Beamte setzte die Greifvorrichtung ein und der Fahrer versuchte anzuhalten. Die Vorrichtung funktionierte jedoch nicht richtig und die Seile waren am Fahrzeug befestigt. Doch das Fahrzeug fuhr weiter. Hey, I think the vehicle might be starting to get disabled. I see sparks coming from that tire. Copy. 47 still westbound on Gordon. Those traffic. Charleston, Georgia traffic's liable, but I don't know if it's heading south, speed about 70.
Der Beamte schöpfte zunächst Verdacht und hinterfragte das Kennzeichen. Das Fahrzeug war am selben Tag als gestohlen gemeldet worden. Der Beamte, der den Vorfall meldete, leitete die Verfolgung ein, schaltete jedoch aus taktischen Gründen nicht sofort seine Sirenen ein. Am Steuer saß eine weiße Frau. Sie wurde als Amanda Standridge identifiziert. Looks like it's just one white female in red hair, red colored shirt. Anybody close to the JFK exit, can you go that way? I-30 and bus down Die Fahrerin hielt die Geschwindigkeit dank der an ihrem Reifen befestigten Seile. Doch die Beamten verloren allmählich die Geduld. Still in the middle lane, speed. Round out 4 does, you know, take it down here. Take them over there. So we get middle lane, 59 miles per hour. Alright, let's take that to your left. Die Arkansas State Police griff jedoch in der Nähe der Ausfahrt 140 der Interstate 30 ein. Ein professionell ausgeführtes TVI-Manöver entschärfte das Fahrzeug.
Hey, we're all over the place, guys. Standridge wurde vom Rettungsdienst festgenommen und ins Krankenhaus gebracht, bevor er in das Gefängnis von Pulaski County überstellt wurde. Das Fahrzeug wurde aus dem Fahrzeugregister gelöscht und alle während der Verfolgungsjagd eingesetzten Dashcams waren einsatzbereit. Diese panische Flucht erlag schließlich der Schnelligkeit der Justiz. Can we get a unit to go to Landers just past McCarty Ford? That's when she started chucking stuff out on the roadway.